Ja, ich glaube, die Pandemie hat sehr gut gezeigt, was die Führungsqualitäten betrifft, dass es hilfreich ist, wenn die Menschen angeregt werden, eigeninitiativ, eigenverantwortlich zu gestalten. Und insofern ist auch mit der heutigen modernen, jungen Generation, wenn man neue Mitarbeiter für sich gewinnen will, ist es, glaube ich, essentiell, dass man immer wieder darüber nachdenkt, wie kann man vom tradierten, hierarchischen Verhalten übergehen in eine modernere Organisationsform, die mit mehr Partizipation und mit viel eigeninitiativer Gestaltung möglichst vieler Menschen im Unternehmen, dass das gelingt, weil je unternehmerischer die Menschen im Unternehmen werden, desto besser wird es mit dem Unternehmen. Die wichtigste Erkenntnis aus der Pandemiezeit ist für mich, dass es sich sehr lohnt, auf die initiative Klugheit, die praktische Klugheit der Menschen zu setzen und die Menschen auch zu ermuntern, das auszuüben. Die Baumärkte haben ja auch viele von den Schutzmaßnahmen, die im Handel dann üblich geworden sind, erfunden, weil sie die Materialien schon bei sich vorrätig hatten. Und das hat mich doch sehr darin bestätigt, dass eine Kultur der Eigenverantwortungsermöglichung in der Pandemie mehr als bestätigt wurde. Ich glaube, die wichtigste Herausforderung im Online- und Offline-Verkauf, in der Integration, wie wir sagen, Interconnected Retailing, ist, dass die Menschen im Unternehmen das auch so denken, dass es auch nicht organisatorisch veranlagt ist als alternative Fraktionen, sondern dass man das immer vom Kunden her sieht. Und für den Kunden ist es wichtig, dass das Unternehmen, die Händlermarke, auf allen relevanten Kanälen präsent ist und der Kunde die Freiheit hat, sich dort so zu bedienen, wie es ihm gerade im Einzelfall passt. Und das erfordert ein gewisses Denken und eine Haltung bei allen Menschen im Unternehmen, die maßgeblich gestalten, dass das sozusagen verinnerlicht ist. Und dann wird es schon was mit der Integration. Was bedeutend ist bei der Logistik, ist jetzt weniger die Frage nur Local Sourcing, das wäre genauso dogmatisch einseitig. Das Wichtige ist eigentlich, dass man nicht einseitig wird, dass man sozusagen möglichst Vielfalt hat in dem, was man an Beschaffungsmöglichkeiten hat, an Lieferwegen und dass man dann die Freiheit hat, das so zu entscheiden, wie es sinnvoll ist. Natürlich hat Local Sourcing viele Vorteile, von den nachhaltigeren Transportwegen angefangen bis hin möglicherweise auch zum Beziehungsmanagement oder zur Nichtabhängigkeit von Dingen wie Schifffahrt und Containerverfügbarkeit und anderen Dingen. Insofern ist Local Sourcing sicher eine vernünftige Sache, aber ich würde das niemals dogmatisch sehen, sondern es kommt eben darauf an, sich ein Klavier der Möglichkeiten zu bilden, wo man dann die Tasten spielt, die im individuellen Einzelfall sinnvoll sind.